Eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates ist ein kurzfristig anberaumtes Treffen, um auf akute Bedrohungen des Weltfriedens oder der internationalen Sicherheit zu reagieren. Sie wird nur dann einberufen, wenn eine Situation sofortiges Handeln oder eine offizielle Beratung der Weltgemeinschaft erfordert. So heißt es in etwa in den Statuten der Vereinten Nationen. Heute Abend tagt der UN-Sicherheitsrat in New York auf Antrag Venezuelas, unterstützt von den Vetomächten China und Russland. Martin Ganselmeier berichtet. Venezuelas Außenminister wirft der US-Regierung Aggressionen und flagrante Verstöße gegen das Völkerrecht vor. Konkret spricht er von Angriffen auf Schiffe, außergerichtlichen Hinrichtungen und illegaler Piraterie. Russland teilt die Kritik am Vorgehen der Trump-Regierung in der Karibik und äußerte sich zutiefst besorgt über die Eskalation. Moskau sicherte der venezolanischen Regierung ihre uneingeschränkte Unterstützung zu. Dagegen beschuldigt US-Präsident Donald Trump die Regierung von Nicolás Maduro, Drogenbanden zu kontrollieren und gezielt gegen die USA einzusetzen. Bei US-Angriffen auf mutmaßliche Drogenschmuggelschiffe wurden bisher mehr als 100 Menschen getötet. Außerdem ließ Trump 2 Öltanker Venezuelas beschlagnahmen. US-Heimatschutzministerin Noem sagte, dies sei auch eine Botschaft an die Welt, dass Venezuelas Machthaber gehen müsse. UN-Generalsekretär Antonio Guterres rief beide Seiten zur Zurückhaltung auf und warnte vor einer weiteren Eskalation. Soweit der Bericht von Martin Ganselmeier aus New York. Und am Telefon mitgehört hat Joachim Krause, lange Jahre Direktor des Instituts für Sicherheitspolitik an der Universität Kiel. Moin, Herr Professor Krause. Ja, guten Tag, Herr Heinlein. Der größte Flugzeugträger der Welt und weitere US-Kriegsschiffe im Westatlantik. Worauf deutet das hin? Ist ein Krieg, eine Invasion nur noch eine Frage der Zeit? Das kann ich mir im Augenblick nicht vorstellen. Das ist zwar eine gewisse Kulisse, aber die reicht nicht aus, um Venezuela zu besetzen. Wir alle rätseln, was Trump wirklich will. Er will natürlich, dass Maduro weggeht, aber ich glaube nicht, dass Maduro einfach so weggehen wird. Und die Frage ist, was passiert jetzt eigentlich? Wer gibt nach? Es klingt so, als ob der US-Präsident noch schwankt zwischen dem Wunsch, als Friedenspräsident in die Geschichte einzugehen oder tatsächlich in der Region auch gegenüber Venezuela, gegenüber Maduro Flagge und eben Stärke zu zeigen. Ja, er ist ja im Wahlkampf angetreten mit dem Versprechen, keine neuen Regime-Changes zu machen. Und deswegen glaube ich mal, dass er gerade aus seiner eigenen Partei und seiner MAGA-Bewegung große Kritik bekommt, wenn er versucht, in Venezuela einen Regime-Change zu machen. Das hat jetzt, glaube ich, mit dem Friedensnobelpreis nicht so viel zu tun, aber der wäre dann auch weg, wenn er das versuchen würde. Und er hat sich eigentlich jetzt in eine ganz blöde Situation gebracht. Entweder macht er jetzt Regime-Change, genau das, was er eigentlich nie wollte und was ihm seine MAGA-Basis wahrscheinlich sehr verübeln wird. Oder er gibt irgendwann doch klein bei und behauptet dann, er hätte jetzt irgendwas ganz Großartiges geleistet. Er hat zum Beispiel gesagt, er hätte jetzt 94% des illegalen Drogentransfers in die USA über Seewege unterbunden, was völliger Quatsch ist. Aber es ist eine merkwürdige Situation. Er hat sich in etwas hineingebracht, wo er eigentlich nicht mehr rauskommt, ohne entweder zu verlieren oder ein ganz wesentliches Versprechen seines Wahlkampfes zu verletzen. In der Tat, US-Präsident Trump scheint in einem Dilemma. Er hat aber bestätigt, auf der anderen Seite, er hat grünes Licht gegeben für verdeckte Einsätze des US-Auslandsgeheimdienstes CIA in Venezuela. Das deutet aber doch darauf hin, dass er einen Regimewechsel in Caracas will. Naja, mit verdeckten Einsätzen können Sie keinen Regimewechsel herbeibringen. Denn Maduro hat sich eine Machtbasis aufgebaut, die auf verschiedenen Milizen beruht, die alle sehr hinter ihm stehen, auch wenn das nicht die Mehrheit der Bevölkerung ist. Die Mehrheit der Bevölkerung würde Maduro und sein Regime lieber heute als morgen weg haben. Aber solche Regime
haben eine gewisse Dauerhaftigkeit, wenn sie sich mit entsprechenden Milizen ausstatten und auch das Militär unter ihre Kontrolle haben. Und insofern wird man mit verdeckten Operationen da wenig ausrichten können. Warum hat sich denn Trump, der US-Präsident, in dieses Dilemma gebracht? Welche strategischen Interessen stecken denn hinter diesem Vorgehen der USA? Denn ein Flugzeugträger, das größte Kriegsschiff dieser Welt, in Marsch zu setzen mit über 4000 Soldaten, das kostet ja auch jeden Tag eine Menge Geld. Da haben Sie völlig recht. So ein Flugzeugträger kann natürlich Angriffe auf Venezuela machen, aber es kann nicht das ganze Land besetzen. Insofern ist das eine Show, die offensichtlich Maduro zum Nachgeben treiben soll. Aber ich befürchte, dass diese Show nicht besonders effektiv sein wird. Aber das ist ein typisches Zeichen dieser Administration. Es ist so unprofessionell und es ist so von den täglichen Gefühlen von Herrn Trump getrieben, dass ich also Schwierigkeiten habe, dahinter ein strategisches Konzept zu erkennen. Ich meine, man kann natürlich sagen, in der nationalen Sicherheitsstrategie steht eine besondere Betonung der westlichen Hemisphären. Das sind also Nordamerika, Mittelamerika und Südamerika. Und sozusagen eine Fortsetzung der Monroe-Doktrin. Das mag ja so sein. Und das ist vielleicht durchaus ein Trend in der Politik. Aber wenn das hier der Hintergrund sein soll, dann ist das Ziel wirklich nicht erkennbar, wie dieses Ziel im Falle Venezuelas umgesetzt werden soll, ohne wirklich einen Krieg anzufangen, der vielleicht genauso ausgehen könnte wie der Krieg seinerzeit gegen den Irak. Ne? Aber hat US-Präsident Trump erkannt, dass Venezuela strategisch zum Vorgarten der USA gehört und diesen Vorgarten will der US-Präsident nach eigenen Vorstellungen gestalten? Sie haben die Monroe-Doktrin erwähnt. In der Vergangenheit haben ja tatsächlich die USA in vielen südamerikanischen Ländern versucht, militärisch Einfluss zu nehmen, um linke Regierungen zu stürzen. Wir denken an Bolivien, Chile oder Nicaragua. Könnte es doch in diese Richtung gehen, man Venezuela eigene Einflusssphäre und man will dort Flagge und Stärke zeigen, um diesen Regimewechsel auf die ein oder andere Art hinzubekommen? Ja, das kann durchaus das Ziel sein. Nur der Unterschied ist, in anderen lateinamerikanischen Ländern haben die Amerikaner immer sehr stark das Militär gefördert und haben sozusagen mit dem Militär einen Verbündeten gehabt. Das ist hier in Venezuela nicht der Fall. In Venezuela ist das Militär sehr stark ausgerichtet auf das Regime. Es ist sehr stark ausgebildet von Kubanern. Und da funktioniert diese Gleichung nicht mehr. Also wenn er tatsächlich hier einen Regimewechsel haben will, dann muss er tatsächlich das Land besetzen. Und das bedeutet mehr als nur ein Flugzeugträger in die Region zu schicken. Wenn wir auf das große Ganze blicken, auf die weltpolitische Entwicklung insgesamt, Herr Professor Krause, wenn die USA jetzt auf die ein oder andere Art Einfluss nimmt, militärisch oder nur durch diese Drohkulisse Einfluss nimmt auf Venezuela und diese Region, könnte das eine Ermunterung sein für China oder auch Russland, ähnlich zu verfahren, etwa bei China, im Falle Chinas mit Blick auf Taiwan? Ja, das stärkt natürlich dieses Denken in geopolitischen Großräumen, wenn ich das mal so sagen darf, was natürlich hinter Putins Anspruch auf die Ukraine steht oder Chinas Anspruch auf Taiwan. Und hier verhält sich Trump genauso wie Putin oder Xi. Das ist dieser gleiche, ich sag mal, Protorealismus, so ein vorzivilisatorischer Protorealismus, der meint, große Mächte können kleineren Mächten vorschreiben, was sie zu tun haben, und wenn nicht, dann werden sie halt annektiert. Aber ich befürchte, das geht nicht so einfach hier im Falle Venezuelas. Und das wird erhebliche negative Konsequenzen haben, auch für Trump. Und diese ganze Idee mit dem Narkotikterroristen und so, das ist ja alles so hergesuchte Argumente. Es geht tatsächlich um das Regime Maduro.
Und es ist ein von der Bevölkerung verhasstes Regime. Und ich wäre auch froh, wenn es nicht mehr existierte. Aber so einfach, wie Trump sich das vorstellt, geht es nicht. Gehört zu diesem geopolitischen Großmachtdenken von Donald Trump auch die Drohung oder das Verhalten in den letzten Tagen mit Blick auf Grönland? Er hat jetzt einen Sondergesandten ernannt. Es bräuchte die Grönland für die nationale Sicherheit der USA. Gehört das auch zu diesem geopolitischen Großmachtdenken im Weißen Haus? Ja, natürlich. Wenn man in geopolitischen Großräumen denkt, dann ist sozusagen der Großraum der USA, das ist eben das gesamte nordamerikanische und südamerikanische Kontinent. Und dazu gehört natürlich auch Grönland, was derzeit zu einem engen Verbündeten der USA gehört, nämlich Dänemark, der bisher den USA alle Möglichkeiten gegeben hat, dort militärische Einrichtungen zu bauen. Also es ist so absurd, was dieser Mann macht. Er verprellt einen der engsten Verbündeten der USA in Europa in einer Art und Weise, die wirklich schauerlich ist. Gehört in diesen Zusammenhang auch eine weitere Meldung, die wir in den letzten Stunden, in den letzten Tagen erhalten haben aus Washington, nämlich die Ankündigung von Präsident Trump, die US-Kriegsmarine massiv aufzurüsten, neue, größere Schiffe, die dann auch seinen Namen tragen sollen, zu bauen? Ja, aber diese Schiffe werden, wenn sie überhaupt mal fertig gebaut werden, irgendwann Mitte oder Ende der 30er Jahre da sein. Das wird Herr Trump wahrscheinlich gar nicht mehr persönlich erleben. Und ob diese Schiffe überhaupt je gebaut werden können, das ist ja auch noch in Frage, denn die amerikanische Schiffsbauindustrie, die ganze Werftindustrie ist sowas von runtergefahren worden in den vergangenen Jahrzehnten. Und die wenigen Werften, die es noch gibt, die heute Kriegsschiffe bauen können, haben alle einen schlechten Ruf, weil sie ihre Schiffe meistens mit großer Verspätung abliefern, aber mit Kostenerhöhungen, die bei 70-100% liegen. Im Deutschlandfunk heute Mittag Joachim Krause vom Institut für Sicherheitspolitik an der Uni Kiel. Ich danke für Ihre Zeit so kurz vor Weihnachten und wünsche Ihnen frohe und hoffentlich friedliche Feiertage. Ja, wünsche Ihnen auch.